außen betrachtet spiegelt es oft das Bild wider, zwei Leute, die sich nur auf die Schnauze hauen. Aber genau das Gegenteil ist eigentlich der Fall. Boxen ist eine Kunstform, Boxen ist wirklich mehr als Sport. Es geht um Respekt, um Arbeit und Boxen ist viel mehr als nur Boxen. Es geht nicht nur um das Gewinnen, es geht auch darum, dass man seinen Charakter entwickelt. Das Boxwerk ist ein Boxclub, ein Boxgym, das über den normalen Sportbetrieb hinausgeht. Es verbindet Menschen verschiedenster Nationalitäten und Kulturen miteinander. Der Boxsport ist natürlich Herz- und Kernstück des Ganzen, aber soziale Arbeit und Kultur sind weitere Bestandteile, die das Boxwerk zu einfach mehr als nur einer reinen Trainingsstätte machen. Sport und Integration, das passt einfach wie die Faust aufs Auge so gut zusammen und funktioniert gut, weil du keine Sprache brauchst, weil Sport einfach international eine Sprache spricht. Und so habe ich 2013 das Boxwerk Refugee Project ins Leben gerufen, was immer noch läuft, um eben unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen in erster Linie, aber auch volljährigen Flüchtlingen einen Zufluchtsort zu bieten und über den Sport die Integration zu vereinfachen und einfach im Boxwerk auch ein kleines Zuhause zu bieten. Mandela ist jetzt seit 2,5 Jahren im Boxwerk. Er ist aus Uganda hierher gekommen, musste flüchten. For 1 week I was in the safe house being tortured. So when I came here I was traumatized. My mind was upside down. I couldn't think properly. So the time Nick saw me after 2-3 days actually when I reached in German, Nick saw something in me, said, I've seen something good in you. The gym is your home. Feel free. Jedes Mal, wenn er hier reinkommt, hat er ein Riesengrinsen im Gesicht und gibt mir das Feedback, dass er sich hier zu Hause fühlt. Macht den Trainerschein, die Trainerlizenz. Der Verein finanziert ihm diese Lizenz und das ist ein schönes Geben und Nehmen. Er ist glücklich, wenn er da im Austausch mit den Leuten ist und dann denkt er eben nicht vielleicht über Probleme, die in seiner Heimat sind, nach, sondern kann das mal vergessen. Oft steuern ja Menschen rum, haben familienseitig kein Backup, keinen Halt. In der Schule vielleicht oder in der Gesellschaft Probleme. Wahrscheinlich ersetzen wir dann das. Also das ist in meinen Augen auch für einen Sportverein und einen Sportclub auch mit einer Aufgabe. Ich möchte absolute Bereitschaft sein, ich will 110% hier sehen. Aber ich habe ein offenes Ohr für jeden, weil es ist wichtig. Die Vergangenheit hat gut geprägt. Viel Stress, viel Probleme. Und das Boxwerk war so seit Tag 1 die beste Medizin eigentlich. Ja. Mein Vater war nicht da, meine Mutter war krank, ich musste um meine Schwester schauen und ich war damals sehr aggressiv in der Schule. Immer Stress, immer Action. Ja.
Man ist einfach völlig zerstreut und kaputt im Kopf und weiß gar nicht, was richtig und falsch ist. Und man kommt aus diesem Teufelskreis nicht raus. Man macht sich als Kind Gedanken, über die sich ein Kind keine Gedanken machen darf, ja? Man wünscht sich eine Unterstützung von der Familie, aber man hat sie nicht. Aber dann sage ich ihm, pass auf, aber das ist vielleicht eine Prüfung für dich als Mensch, dass dein Charakter noch stärker wird. Dann wirst du ihnen zeigen, dass du der Champion bist. Und die haben nicht an dich geglaubt, aber du wächst aus dem, dass du alleine das schaffst. Ein großer Traum war, Familienvater zu werden. Ich habe 3 Kinder und bin glücklich mit meiner Frau. Los 3 hijos de Nick están aquí desde siempre. Vienen, se entrenan, juegan, hacen. Es fantástico. El padre con el hijo que viene es que se entrenan en el boxeo juntos. Entonces, familia es importante. Sí. Und das sind so die Hauptanker. Die Familie, die Kinder, Frau und das Boxwerk. Mein Job ist echt, die Kinder einfach jeden Tag in der Früh fertig zu machen. Kindergarten, Schule. Und dann ist meistens der Weg direkt ins Gym. Manchmal bin ich 15 Stunden am Stück im Werk und reiße mir den Arsch auf. Aber das gibt einem die Power, einfach dran zu bleiben, weiterzumachen und erfüllt einen mit Stolz, mit Freude. Boxwerk ist eine Institution. Jeder hat schon diesen Namen schon überall gehört. Und das ist im Endeffekt meine zweite eigentlich Heimat. Mein zweites Wohnzimmer, mein zweites Schlafzimmer, mein zweites... also alles. Ich habe hier so meine Familie kennengelernt, die ich so früher vielleicht nicht hatte oder immer noch nicht habe. Freunde und Menschen und Familie, die machen es ja aus. Der Share-Faktor ist ja das, was einfach das Schöne ist, dass du Sachen teilen kannst mit Menschen. Dadurch, dass es eben eine Kontaktsportart ist, erfordert es diesen Respekt und auch diese Vorsicht. Weil nur wenn du jemandem wirklich vertraust, öffnest du dich und lernst und entwickelst dich wirklich weiter. Boxwork has actually helped me so much from my stress and the trauma that I came with. Now I'm a very straight thinking man. Clarity is Power. Je klarer du weißt, wo will ich hin, desto klarer weißt du, wie muss ich den Weg bestimmen. Man lernt Tugenden wie Durchhaltevermögen, Disziplin. Und das fängt in der Kindheit schon an, diese Begeisterung, die jedem Menschen inne liegt. Wenn man das schafft zu schüren, dann brauchst du niemanden motivieren. Wir haben ja auch mit sozial benachteiligten Kids aus Schulen, Trainings. Wir versuchen unsere Schüler zu unterstützen. Wir haben einige Schüler, die aus schwierigen Verhältnissen kommen. Wir haben hier ein Lernfeld, das wir so in der Schule natürlich nicht anbieten können. It doesn't matter who is coming. I don't know anything about the background. It doesn't matter. What was broken can be put together again. So that's what, as I'm concerned, my work. To give again the feeling of one line inside the body. Yo quiero ayudarle a descubrir su fortaleza, su fuerza. Ich bin glücklich, wenn ich hier bin. Danach lasse ich meine ganzen Power raus. Er ist sehr klar, er fordert viele Dinge ein. Er fordert ein, dass sie fokussiert sind, dass sie bei der Sache bleiben, dass sie ihm zuhören, dass sie Dinge durchhalten. Das sind alles Themen, die wir in der Schule natürlich auch immer haben und die hier im Boxwerk perfekt eingeübt werden können. Ja.
especialmente el boxeo, uno es como es, ¿no? No puedes esconderte en el boxeo, esa es la cosa, no puedes esconder tu alma, ¿no? El ritmo del boxeo es todo. Pues si no hay ritmo, no vale. Boxwerk versus Racism war ja so ein Gedanke vom Nick, weil er wollte das Boxwerk positionieren gegen Rassismus. Er wollte ganz klarstellen und ganz klar machen, dass das Boxwerk sich einsetzt gegen Rassismus und für eine inklusive Sportwelt. So. Hier im Boxwerk sind so viele Nationalitäten und Hautfarben, die aufeinandertreffen. Und es ist ein wunderbares Miteinander. Da kann ich einfach nur jeden stark machen, auch gegen Rassismus zu kämpfen. Die sagen zu mir, Alaikum Salam, Bruder, Habibi, Fratello, Vla, alle Sprachen, ist egal was. Hier ist es egal, woher ich komme, hier ist es egal, was ich gemacht habe, das juckt keinen. Und das ist einfach schön, wohin zu kommen, wo man vielleicht nicht gleich abgestempelt wird. Dieses Zusammenleben von unterschiedlichen Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen und die zusammenzuführen auf einer Basis von gegenseitigem Respekt, das denen zu lehren, dass es völlig egal ist, was dein Hintergrund ist, sondern du bist hier und hier ist für jeden, der da ist, ein Safe Space. Das muss man nicht nur leben, sondern das muss man zusammenhalten. Und das schafft jemand wie der Nick, so, mit seiner liebevollen Power und seiner Energy. He loves all kinds of people. He doesn't pick colors. The way you come is the way he welcomes you in the house. Was ich beim Nick schön finde, du kannst dem, was er vorlebt, einfach super gut. Du kannst es nachleben einfach. Die Location, die Fläche ist das eine, aber das, was das ganz Entscheidende ist, letzten Endes sind immer die Menschen. Ohne die ganze Mannschaft würde das ganze Boxwerk nicht so funktionieren und wäre nicht in den 10 Jahren zu dem geworden, was es heute ist. Cada uno que trabaja aquí lo hace con mucha pasión, porque le gusta. Todos nos conocemos, nos gustamos. Es Nick, porque él es así. Entonces, todo el box está así ahí. Ich glaube, dass er über seine Liebe zum Sport und über die Liebe auch zu den Menschen an den Sport ranzuführen, dahin gekommen ist, dass er gemerkt hat, dass es wichtig ist, dass alles, was er tut, auch nicht nur im Moment ist, sondern nachhaltig. Und das ist so ein Spirit, der, glaube ich, ihn auch immer wieder befeuert soll. Esa es la gran fuerza. Pasión y mucho cariño. Ich bin Nick Trachte und ich leite das Boxwerk.